Hallo zusammen, ich bin Chiara und heute zeige ich euch 5 funktionale und minimalistische Wochenlayout-Ideen für euer Bullet Journal, die ihr alle in ungefähr 3 Minuten aufsetzen könnt. Ich habe sowohl ein einseitiges als auch 4 doppelseitige Layout-Ideen und sie alle haben verschiedene Vorteile, durch die sie sich für unterschiedliche Alltagssituationen besonders gut eignen. Ja, alle Materialien, die ich verwende, sind wie immer unten in der Infobox verlinkt und damit würde ich sagen, holt euch eine Tasse Tee, macht es euch gemütlich und lasst uns beginnen. Ganz viel Spaß! Das erste Layout ist ein einseitiges Layout und hierfür teile ich meine Seite in 2 Bereiche ein. Die linke Spalte benutze ich, um die Tage der Woche abzuteilen und hier kann ich dann Geburtstage, Termine oder tagesspezifische Aufgaben einschreiben. Die rechte Seite benutze ich für eine fortlaufende To-Do-Liste für die ganze Woche und weil diese sehr lang ist, könnte man hier auch eine kleine Illustration mit einbeziehen, wenn man denn möchte. In der Mitte zwischen den beiden Bereichen habe ich dann noch eine Spalte Platz, die ich als Habit Tracker benutze. Hier kann ich über 5 Habits oder tägliche Aufgaben den Überblick behalten. Man kann dafür ein Symbol oder den Anfangsbuchstaben der Gewohnheit in das Kästchen schreiben und das Ganze dann ausmalen oder abkreuzen, wenn es erledigt ist. Zuletzt schreibe ich in den oberen Bereich noch die Woche, in der wir uns befinden und hebe mit meinem Tombow-Marker das Datum hervor. Insgesamt habe ich für dieses Setup gerade mal etwas mehr als 2,5 Minuten gebraucht und hier auf der zweiten Seite zeige ich euch jetzt nochmal eine etwas andere Variante des Ganzen, die etwas lockerer gestaltet ist und hier habe ich den Habit Tracker als Block im unteren Bereich der To-Do-Listen-Spalte einbezogen. Dieses Setup eignet sich besonders dann, wenn man sehr wenig feste Termine hat, die sich auf einen bestimmten Tag beziehen und wenn man vielleicht zwar sehr viele Aufgaben zu erledigen hat, aber es eigentlich egal ist, an welchem Tag der Woche diese erledigt werden. Bei mir ist das zum Beispiel meistens in den Semesterferien so und dann kommt dieses Setup zum Einsatz. Und so könnten diese Spreads zum Beispiel ausgefüllt aussehen. Das zweite Layout ist ein doppelseitiges horizontales Layout. Ich teile mir zunächst beide Seiten in jeweils 4 Abschnitte ein und der erste Bereich ist dann für To-Dos für die gesamte Woche. Anschließend folgen die 7 Wochentage und hier kann man dann Termine und Aufgaben für den entsprechenden Tag aufschreiben. Das jeweilige Datum schreibe ich bei diesem Setup in den kleinen Kreis am Anfang des jeweiligen Wochentages. Der Bereich in der Mitte der Seite kann dann entweder genutzt werden für noch mehr Aufgaben und um vielleicht wie ich hier einen kleinen Tracker einzubauen. Er bietet sich aber auch wunderbar dafür an, eine Illustration in diese Seite einzubinden, wenn man vielleicht etwas weniger Platz an den einzelnen Wochentagen benötigt. Zuletzt hebe ich auch hier die einzelnen Tage hervor und schreibe die jeweilige Woche an den Anfang der Seite. Im Vergleich zum ersten Layout eignet sich dieses hier etwas besser, wenn man mehr tägliche statt wöchentliche Aufgaben hat und auch etwas mehr Platz benötigt. Dieses Setup ist von den heutigen 5 mit seinen 3,5 Minuten das längste und so oder so ähnlich könnte es dann ausgefüllt aussehen. Layout Nummer 3 ist eine andere Variante meines aktuellen Wochenlayouts, was ihr einmal hier sehen könnt. Falls ihr mein August-Setup mit diesem Layout noch nicht gesehen habt, habe ich es euch einmal hier oben rechts in der Infocard oder unten in der Infobox für später verlinkt. Dieses Mal teile ich mir die linke Seite ganz simpel in 4 gleich große Quadranten ein und die rechte Seite in der oberen Hälfte in 2 und in der unteren Hälfte in 3 Abschnitte. Die großen Kästen benutze ich dann für die Wochentage Montag bis Samstag und die 3 kleineren Kästen verwende ich für den Sonntag, einen Bereich für Wochenaufgaben und einen Bereich für demnächst. Alternativ könnte man natürlich auch den Demnächst-Bereich weglassen und dafür beide Seiten in 8 gleich große Kästen einteilen, wie ich das auch aktuell gerade benutze. Auch für die Nutzung hat dieser Spread 2 Möglichkeiten. Man kann entweder in den oberen Bereich eines Tages die Termine schreiben und dann eine fortlaufende To-Do-Liste darunter platzieren. Oder man kann, wie ich das hier ab Donnerstag zeige, eine Zeitleiste auf der linken Seite des Tages anbringen, die Termine ausblocken und die Aufgaben dann dazwischen anordnen. Dieses Setup eignet sich besonders gut, wenn man seine Aufgaben als tatsächliche To-Do-Liste haben möchte und nicht in einer horizontalen Form. Und mit der Zeitleiste eignet es sich natürlich, wenn man visualisieren möchte, wie viel Tageszeit durch einen Termin ausgeblockt ist, um sein Aufgabenpensum daran anzupassen. Das Ganze hat gerade mal knappe 3 Minuten gedauert und könnte am Ende zum Beispiel so aussehen. Das vierte Layout ist heute am aufwendigsten, weil es aus mehreren Elementen besteht. Zum einen haben wir eine Wochenübersicht mit einer Zeitleiste, dann gibt es ein Feld für Aufgaben für die ganze Woche
und der Rest des Setups ist dann Platz für einen sogenannten Daily Log. Um mir in einer Wochenübersicht einen Überblick über alle Termine zu verschaffen, nutze ich ungefähr die Hälfte der ersten Seite. Hier teile ich mir alle 7 Tage ab und schreibe in die ersten Zeile den Wochentag und das Datum. Danach habe ich ein oder mehrere Zeilen, um Geburtstage einzutragen, und anschließend trage ich eine Zeitleiste an der linken Seite ab. Die Stunden sind dabei natürlich vollkommen variabel. Der Kasten im unteren linken Bereich ist dann ein Platz, wo ich alle Aufgaben für die Woche aufschreibe, und danach kommt nur noch die Überschrift für den Montag. Jetzt führe ich einen Daily Log, das heißt, jeden Tag schreibe ich eine To-Do-Liste und erst wenn sie fertig ist, kommt die Überschrift für den Dienstag, sodass sich die Länge jedes Tages daran anpasst, wie viel Platz ich wirklich gebraucht habe. Dieses Setup eignet sich besonders dann, wenn die Menge an Aufgaben an jedem einzelnen Tag stark variiert, weshalb das Daily Logging sehr praktisch ist, man aber vielleicht trotzdem schon am Anfang der Woche einen Überblick haben möchte, welche Termine denn alles anstehen. Auch für dieses Layout habe ich ziemlich genau 3 Minuten gebraucht und hier seht ihr ein Bild davon, wie das Ganze dann am Ende der Woche aussehen könnte. Das 5. Layout ist mein persönliches Standard-Layout im Semester, wenn ich viel zu tun habe und viel Organisation brauche. Ich teile meine beiden Seiten in jeweils 3 Spalten ein. Die ersten 5 nutze ich für die Tage Montag bis Freitag und das Wochenende mit Samstag und Sonntag bekommt dann jeweils eine halbe Spalte ganz am Ende. Unter der Überschrift mit dem entsprechenden Wochentag habe ich Platz, um einen Geburtstag oder die wichtigste Aufgabe des Tages aufzuschreiben, und dann ergänze ich auf der linken Seite eine Zeitachse, um mir in der ganzen Woche Termine ausblocken zu können. Oberhalb des Tabellenformats ergänze ich dann auf der linken Seite noch die jeweilige Woche und auf der rechten Hälfte habe ich Platz, um Aufgaben aufzuschreiben, die sich auf die gesamte Woche beziehen. Dieses Setup finde ich besonders praktisch, wenn ich sehr viele Termine habe und mir Zeiten für bestimmte Aufgaben oder Arbeitsblöcke markieren möchte. Außerdem bietet es eine detaillierte Übersicht, was wann in der Woche ansteht und wie viel Zeit zwischen einzelnen Terminen bleibt. Das Ganze hat nur 2 Minuten 50 gedauert und könnte ungefähr so ausgefüllt aussehen. Ja, und das waren meine 5 Wochen-Layout-Ideen. Ich hoffe, sie konnten euch inspirieren und euch zeigen, dass ein Bullet Journal nicht immer viel Zeit kosten muss und auch, dass es sich für jede Alltagssituation anpassen lässt. Ihr könnt mir gerne einmal in die Kommentare schreiben, ob ihr eure Wochenlayouts auch eher minimalistisch gestaltet oder ob ihr euch auch dort Zeit für Zeichnungen nehmt. In meinem nächsten Video zeige ich euch, wie ich mit dem Future Log für das Jahr plane. Und bis dahin könnt ihr euch gerne einmal hier oben anschauen, wie ich mein Future Log in meinem Jahressetup anlege. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video hier ganz bald wieder.